Sebastian, wir wollen ein bisschen über die DAC 6 Meldepflicht reden. Führ uns kurz in das Thema ein. Worum geht es hier überhaupt und wie neu sind diese Auflagen? Ja, genau, sehr gerne. Also DAC steht für Directive Administrative Cooperation, also im Grunde genommen eine Zusammenarbeit im Verwaltungsbereich der Steuerbehörden. Und hier geht es um eine Meldepflicht, die im Wesentlichen Steuerberater und Rechtsanwälte betrifft, die Mandanten helfen, grenzüberschreitende Gestaltungen vorzunehmen. Das heißt also zum Beispiel, wenn jetzt jemand in Deutschland wohnt und nach Malta geht zu einem Rechtsanwalt und sagt, ich möchte gerne eine Firma gründen, bitte bau mir diese Firma zusammen, bitte setz mir das auf, dann ist der Anwalt in Malta unter Umständen verpflichtet, hier eine Meldung zu machen an die eigene Steuerbehörde in Malta, welche es dann wiederum weitergibt nach Deutschland. Und ist das eine Richtlinie, die nur die EU betrifft, oder wie verhält es sich dann, wenn Leute, sagen wir, in die USA gehen? Nein, es betrifft nur die EU. Also alles, was außerhalb ist, ist nicht davon betroffen. Das heißt, wenn ich jetzt zu einem amerikanischen Anwalt gehe, in Deutschland wohne, mir eine Firma gründen lasse, dann ist er natürlich nicht zu dieser Meldepflicht verpflichtet. Okay. Und sind es nur Privatpersonen, die davon betroffen sind, oder gilt das auch für Unternehmen? Also man muss eigentlich sagen, dass es hauptsächlich Unternehmen und zwar hauptsächlich Großunternehmen betrifft. Ja. Also eigentlich muss man sagen, dass in den meisten Fällen Privatpersonen nicht davon betroffen sind. Aber in der Gesetzgebung ist ganz klar die Einkommensteuer mit genannt. Das heißt, Privatpersonen müssen sich auf jeden Fall absichern, wenn sie hier Fragen haben zu dieser Meldepflicht, ob die nun hier angewandt werden muss oder nicht. Sebastian, kannst du uns einen Einblick geben in die Art von Transaktionen, die unter diese Richtlinie fallen? Es wird in der Gesetzgebung unterschieden zwischen verschiedenen Kennzeichen. Ja, und wenn ein solches Kennzeichen oder auf Englisch ein sogenanntes Hallmark erfüllt ist, dann ist hier womöglich eine Meldepflicht gegeben. Hallmarks zum Beispiel ist eine Vertraulichkeitsklausel. Oder ein Hallmark ist, wenn jemand ein verlustbringendes Unternehmen kauft, um dann letztlich den Verlustvortrag hier mitzunehmen. Oder ein Hallmark sind auch grenzüberschreitende Zahlungen und deren steuerliche Optimierung. Ein weiteres ist die Steuertransparenz. Damit sind so Dinge jetzt mit gemeint wie Transparenzregister, soll da irgendwas verborgen werden oder nicht. Und da gibt es eine General Rule, die im Grunde sagt, wenn es hier um aggressive Steueroptimierung geht, das heißt also, wenn derjenige, der das in Auftrag gibt, hier im Ausland möglicherweise unrechterweise hohe Steuern sparen kann durch diese Struktur, dann ist auch ein Kennzeichen gegeben. Okay. Gibt es irgendwo eine nette Liste, wo man das alles einsehen kann? Ich nehme an, dass man diese Richtlinien online findet, aber diese Richtlinien, gibt es dann auch so eine schöne Aufschlüsselung von, hier sind die ganzen Hallmarks, die man beachten muss? Absolut, die gibt's für unsere Webseite. Wir posten hier einen Link in die Shownotes. Super, vielen Dank. Nun, Regeln haben hoffentlich manchmal auch eine Ausnahme. Gibt es Ausnahmen? Gibt es Umstände, in denen man sich nicht an diese Richtlinien halten muss? Wir sagen allen Mandanten ja immer, und das ist ja sowas wie ein Mantra bei uns, dass man im Grunde genommen sich sehr davon in Acht nehmen muss, steueroptimierte Strukturen zu implementieren, wenn man jetzt in einem Land wie Deutschland wohnt. Ja. Das heißt also, unser Rat ist immer zuerst den Wohnsitz zu verlegen. So. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt das Beispiel nehme von Malta vorhin, man würde zuerst nach Malta umziehen, sich dort eine Wohnung suchen und letztlich erst dann den Steuerberater oder Berater oder Rechtsanwalt in Malta beauftragen, die Firma zu gründen. Mhm. Damit ist ja dann kein grenzüberschreitender Zusammenhang mehr gegeben. Damit bin ich jemand, der in Malta ansässig ist, der einen maltesischen Anwalt beauftragt, irgendwas zu machen, nämlich die Firma in Malta zu gründen. Damit ist natürlich auch die Meldepflicht letztlich dann, hat sich erledigt, ja. Also das ist letztlich ein weiteres Indiz dafür, dass die Wohnsitzverlagerung der entscheidende Schritt ist, um hier tatsächlich steuerliche Probleme mit den Finanzbehörden zu vermeiden. Wie lange muss man sich auf sowas vorbereiten? Wie komplex ist dieser Prozess? Also wie gesagt, es ist natürlich eine Sache, die den Rechtsanwälten und Steuerberatern obliegt, die solche Strukturen gestalten und implementieren für Mandanten. Ja. Der Mandant hat letztlich damit nichts zu tun. Okay.
Der Steuerberater und Anwalt wird ihn gegebenenfalls auch gar nicht darüber informieren, dass er hier eine Meldung tätigt. Also insofern, der Mandant braucht sich da keine großen Gedanken zu machen. Er muss einfach wissen, wenn er diese Meldepflicht vermeiden will, dann muss er sich entsprechend verhalten. Das heißt im Grunde genommen, keine grenzüberschreitenden Gestaltungen in Auftrag geben. Okay. Um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen für unsere Zuhörer, kannst du uns ein paar Praxisbeispiele geben? Einfach Beispiele, in denen man dieser Meldepflicht unterliegt und dann andere Beispiele, wie du das gerade gesagt hast, Situationen, in denen man der Meldepflicht nicht nachkommen muss. Genau, also ich nenne mal 3 Beispiele. Also wie gesagt, man muss natürlich vorausschicken allgemein, dass hier vor allen Dingen natürlich Großunternehmen mit gemeint sind. Ja, wir wissen ja, Großunternehmen sind eigentlich ja die tatsächlich hier solche großen steuerlich optimierten Strukturen implementieren. Wir kennen ja viele Beispiele von Amazon, von Microsoft, von Google und so weiter und so fort, von Nike, was die in der Vergangenheit alles gemacht haben. So, jeder dieser Strukturen würde heutzutage unter diese letztlich Regelung fallen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel als Großunternehmen aus Deutschland jetzt einen Anwalt in Luxemburg beauftrage, mir eine Firmenstruktur zu implementieren für meine Firmengruppe, damit ich in Deutschland meine Steuern um 50% reduzieren kann, indem bestimmte Maßnahmen für Überlizenzeinnahmen zum Beispiel getroffen werden, dann wäre dieser Anwalt in Luxemburg verpflichtet, hier eine Meldung zu machen. Okay. Weiteres Beispiel, es gibt ja jetzt generell seit einigen Jahren die Transparenzregister. Das heißt, dort wird also dann immer auch veröffentlicht, zusätzlich zum Handelsregister, wer die Begünstigten einer Gesellschaft sind. Das heißt, auch wenn ich da Treuhandstrukturen implementiert habe, ist dann auf einmal jetzt trotzdem ersichtlich, wer eigentlich der ultimativ wirtschaftlich Berechtigte der UBO ist. So, wenn ich jetzt bewusst irgendwas implementiere, was gegen diese Transparenzvorschriften dann legal oder möglicherweise nicht legal hier einen Riegel davor steht. Das heißt, wenn ich die Transparenz also einschränke durch bestimmte Maßnahmen, liegt auch eine Meldepflicht vor. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt eine Rechtsform zum Beispiel wählen würde in einem Land, wo ein Eintrag in Transparenzregister nicht erforderlich ist, dann wäre dies gegeben. Also ein gutes Beispiel, wir hatten ja schon mal in einem anderen Podcast über die atypisch stille Beteiligung gesprochen, ist ja eine Rechtsform in Deutschland, die nicht ins Handelsregister eingetragen werden muss, ja, und ins Transparenzregister. Das heißt, wenn ich jetzt als italienisches Unternehmen zum Beispiel sage, wir wollen jetzt hier irgendwie eine anonyme Gesellschaft gründen, wo nicht klar ist, wie die Besitzverhältnisse sind, dazu gründen wir eine atypisch stille Gesellschaft in Deutschland. Da ist nämlich nicht klar, wie die Beteiligungsverhältnisse sind. Dann wäre das aus italienischer Sicht ein Grund, eine Meldung zu machen. Okay, sehr schön. Vielen Dank. Nun, erzähl mir ganz kurz noch gegen Ende des Podcasts, was für Schritte Betroffene damit einleiten müssen. Also was ist so der Arbeitsgang, der hinter sowas steht? Grundsätzlich hat natürlich niemand was zu befürchten, der sich korrekt verhält. Es gibt ja auch sowieso schon im lokalen Steuerrecht Meldepflichten. Ja. Das heißt, wenn ich in Deutschland lebe und ich gründe eine Auslandsgesellschaft, dann muss ich in meiner Steuererklärung melden, dass ich diese Gesellschaft gegründet oder erworben habe. Wer jetzt grundsätzlich damit ein Bedenken hat oder ein Problem hat, mit den Finanzbehörden was zu teilen, weniger weil er Steuern sparen will, aber einfach weil er ein Problem damit hat, dass der Staat immer mehr zur Datenkrake wird und hier alles weiß, was ich mache. Also dieses ganze Thema der gläserne Unternehmer. Da gibt es ja gute Gründe, damit ein Problem zu haben und dem skeptisch gegenüberzustehen. Der muss im Grunde genommen Maßnahmen einleiten, dass er ganz legal nicht unter diese Meldepflichten fällt. Und hier aus unserer Sicht das Wichtigste ist im Grunde genommen den Wohnsitz ins Ausland zu verlegen. Und wenn ich nämlich dann im Ausland lebe und sowieso zum Beispiel auf Auslandseinkünfte keine Steuern bezahle, dann sind ja auch Strukturen, die dann für mich steuerfrei sind, hier kein Missbrauch und insofern besteht auch keine Meldepflicht. Ich wollte dich gerade noch zum Abschluss fragen, was ist der Top-Tipp in diesem Zusammenhang? Und das Wegziehen und dann erst melden hört sich an, als ob das zumindest sehr, sehr wichtig ist. Genau, auf jeden Fall. Also im Grunde genommen, der Top-Tipp wäre zu sagen, erst umziehen und dann letztlich solche steueroptimierten Strukturen zu implementieren. Okay, super, Sebastian. Vielen Dank. Sehr gut. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.